wichtig, sondern die Frage ist, wie man kommuniziert. Und deswegen immer nervig. Wenn ein Wort die schon gesagt haben, schon nervig. Ja, wollen wir jetzt essen gehen oder nicht? Ja, genau. Es ist dann, wenn die Ehepaare kommen, dass meistens ähnliche Probleme fehlen oder? Nein, es sind sehr unterschiedliche Probleme. Aber nicht die Probleme sind wichtig, sondern die Frage ist, wie man kommuniziert. Die Frage ist, wie schaffe ich es, die Probleme so zu kommunizieren, dass sie verstanden werden. Also, habe ich noch nie gelernt. Oder ich habe auch in der Schule auch gar nicht. Aber wahrscheinlich Uni, wenn Kommunikation studierte, ja. Ansonsten, Uni habe ich auch nicht gelernt. Also ich meine, also wenn der Mann sagt irgendwas zu der Frau, aber zur Frau versteht ganz anderes, was er gesagt hat. Das ist so biegt. Genau. Manchmal. Nee, das ist ja bekannt, das Thema, die 4-Ohren-Systeme, die wir haben, eine Botschaft und Empfänger. Ne? Wenn ich jetzt was sage, sind Sie die Empfängerin und Sie verstehen es anders. Da gibt es ein schönes Beispiel. Frau fährt Auto. Mann sitzt daneben. 500 Meter bevor die Autofahrerin auf die Ampel zufährt, die schon seit ungefähr 15 Sekunden grün ist, die Frau fährt exakt 50 km/h, sagt der Mann 100 Meter davor, du Schatz, die Ampel ist grün. Was möchte der Mann damit sagen? Schnell durchfahren. Genau. So, ne? Sie würden jetzt als Empfängerin verstehen, ich soll schneller fahren. Genau. Das wäre jetzt das Appellrohr. Zum Beispiel ein Befehl, ich soll schneller fahren. Wenn das eine reine Sachinformation ist, dann würden Sie verstehen, ich fahre 50 und die Ampel ist grün. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Das wäre eine Sachinformation. Denn er hat ja gesagt, du Schatz, die Ampel ist grün. Das stimmt, die Ampel ist grün. Ja. Das war's. Wenn Sie es persönlich nehmen, das Persönlichkeitsohr, was am meisten Konflikte verursacht, dann würden Sie jetzt sagen, ich bin zu langsam, du kannst kein Auto fahren, es eben ganz anders verstehen. Obwohl der Mann gesagt hat, du Schatz, die Ampel ist grün. Man kann eine Aussage vielfach verstehen. Und, aber diese Situation und das ist ganz viel Alltag. Ganz viel Nicht Alltag. nur beim Autofahren. Ampel, in der Küche. Ja, genau. Beim Aufräumen. Überall. Überall. Überall da steht. Überall, genau. Und deswegen immer nervig. Wenn ein Wort die schon gesagt haben, schon nervig. Ja, auch da ist das Problem, wenn man sich schon gut kennt, dann hat unser Gehirn einen Trick entwickelt. Und nämlich der Trick ist, wir hören nicht mehr so viel hin, weil es super anstrengend ist, immer alles exakt zu hören. Das heißt, wenn Sie Ihren Mann kennen und Sie wissen nach mehreren Jahren, wie er so tickt, dann hören wir nicht mit 2 Ohren, meistens nur mit 1 Ohr, und Sie glauben mehr oder weniger immer zu wissen, was er so sagt und meint. Ja. Und dann entstehen dann eben Missinformationen. Ne? Also, Beispiel, Sie wollen sich verabreden. Und normalerweise gehen Sie zum Essen zum Italiener immer um 18 Uhr. Und er sagt, du, hast du Lust, morgen zum Italiener um 19 Uhr zu gehen? Während Sie in der Küche vielleicht waren. Ja. So, und vielleicht haben Sie nur halb gehört. Sie haben Italiener, Und Sie haben Abendessen. Morgen mitbekommen, Genau. Abendessen mitbekommen, aber die Uhrzeit haben Sie nicht mitbekommen. Und Ihr Gehirn denkt sich, ich habe vielleicht eine Information nicht. Und Sie denken sich die Information, die seit Jahren 18 Uhr ist.
Und schon haben sie eine 18 Uhr Abendessen in ihren Kopf programmiert. Ja. Und der andere hat 19 Uhr gesagt. Mhm. Und dann später am Abend sagen sie, ja, morgen um 19 Uhr. Dann sagt er, nee, ich habe doch 18 Uhr gesagt und du hast ja gesagt. Und dann entsteht dann der Streit. Du hörst nicht zu, nee, du kannst nicht richtig reden. Immer Vorwürfe, du. Ah, okay. Ja, also das ist auch für viele im Alltagssituation und ich glaube ganz viele Leute, da haben wir Probleme. Wie können wir dann da gut kommunizieren? Wenn so ein Fall ist, wirklich, dann kann man ja nicht beweisen, der Mann hat gesagt 19 Uhr und die Frau meinte, er hat 18 Uhr gesagt. Genau. Also keiner Beweis. Keiner kann man beweisen. Wie kann man das dann ohne Konflikte so gut umgehen? Wie kann man Konflikt umgehen? Man kann eine Frage stellen. Mhm. Ich habe 18 Uhr verstanden, du hast 19 Uhr gesagt, wir haben jetzt einen Konflikt. Was machen wir jetzt? Statt Vorwürfe und ja, statt Vorwürfe und zu sagen, nein, also in diesem Beispiel, wenn einer 18 Uhr und der andere 19 Uhr verstanden hat, dann geht es immer um Recht, um Konkurrenz. Ja, genau. Wer hat Recht? Es geht um Recht. Recht ist ein Recht zu haben, ne? Ist eine sehr belastende Situation in der Beziehung oder in der Kommunikation. Ich habe einen schönen buddhistischen Spruch, der sagt, du kannst Recht haben oder glücklich sein. Beides zusammen geht nicht. Wie du gesagt hast, kann das sein, dass ich 18 Uhr gehört habe und dass wir beide voneinander überzeugt sind. Die Frage ist, geht es um die Überzeugung, geht es um die 18 oder 19 Uhr oder geht es ums Essen? Wollen wir essen gehen oder wollen wir uns darüber streiten? Aha. Was wollen Sie? Okay. Ja, also natürlich zum Essen gehen, ja. Genau, deswegen sagt der Spruch, ja, Sie können Recht haben oder glücklich sein. Beides zusammen geht nicht. Sie können Recht haben und sich darüber streiten, Sie können aber auch glücklich sein und essen gehen. Ich habe auch Erfahrung, manchmal so Situationen und dann so zum Schluss, also ich streite die ganze Zeit und zum Schluss, ja, wollen wir jetzt essen gehen oder nicht? Ja, genau. Das ist eine wunderschöne Art und Weise, dann essen zu gehen, mit richtig viel Hunger, ne? Ganz voll geärgert zum Essen und dann ist so ohne Sprache erstmal bestellt und danach aber dann erst ein Glas Wein getrunken hat, schön gegessen hat und schön sagt, dann ein bisschen so ein nettes Gesicht kommt. Habe ich auch erfahren. Ja. Und meistens kommt dann zum Schluss trotzdem, übrigens, du hast trotzdem nicht richtig zugehört. Ach so. Weil die Menschen Recht haben wollen, fängt einer trotzdem an und sagt, du hast wirklich nicht zugehört. Wollte ich dir nur mal sagen. Guten Appetit. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, das stimmt. Wenn man so hört. Die andere Seite kann auch nicht nett, ja. Also einer muss irgendwas nett vorschlagen. Ja. Okay. So, einer darf weise sein. Der eine, der weise ist, der weiß, vielleicht zu sagen so, kann das sein, dass du 19 Uhr gesagt hast? Kann das sein, dass ich 18 Uhr verstanden habe oder ganz sicher? Also ich tatsächlich Rechte habe, der falsch gesagt und dann mir Vorwürfe geben gegenüber, dann bin ich so wirklich stundenlang manchmal, da ärgere ich mich und dann sage ich nochmal das zu meinem Mann und mein Mann hat es schon längst vergessen. Der andere es schon hinter sich hat, genau. Die andere Person kommt, dann ist das wie aus dem heiteren Himmel ein Blitz. Ja, oh. Da muss man aufpassen. Ja, genau, das ist eben zu sagen, was möchten Sie damit erreichen? Ne? Im Endeffekt möchten Menschen verstanden werden. Es geht gar nicht um Recht haben, sondern die Menschen möchten einfach nur verstanden werden, gehört werden. Wir haben etwas nicht gut gemacht, wir Menschen gehen in die Rechtfertigung. Ja. Wir verteidigen uns immer gleich sofort. Und wie ich schon sagte, es geht um diese 3 Prinzipien. Ausreden lassen, ne? Zuhören und damit hat man eine Chance zu verstehen. Zuhören
Verstehen ist nicht automatisch nur hören. Fragen Sie nach, ob Sie das, was der andere gesagt hat, richtig verstanden haben. Also ja, das war nicht einfach hören und dass ich vermutet einfach, sondern immer fragen, was das meint. Genau. Besonders bei Konflikten. Ja. Wenn Sie über Grillwurst gerade reden und Sie machen gerade eine Grillparty und Sie haben gerade gute Laune, brauchen Sie nicht alles nachzufragen. Wenn es einen Konflikt gibt, dann frage ich immer gerne nach, okay, ich fasse zusammen, wie ich das verstanden habe, wie ich es verstanden habe. Okay. Nicht richtig oder falsch, aber wie ich es verstanden habe. Ich habe verstanden, du hast das gesagt, das und das gesagt. Dann kann die andere Person sagen, nee, habe ich nicht so gemeint. Okay. Ich habe was anderes gemeint. Oder sie sagt, ja. Und dann fühlt sich die andere Person oft verstanden. Und dann haben sie eine Chance, über den Konflikt zu reden. Gut. Die dritte Buch von Ihnen kommt heraus, habe ich genau. gehört, ja? Mein drittes Buch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es Ende des Jahres rauskommt. Und das heißt Versagen, Fragezeichen. Wow, das ist schon ganz stark. Versagt, Fragezeichen. Ja. Oder doch einen Weg zum Glück gefunden. Sehr schön. Ja, es ist ein bisschen so provokativ Ja. und gleichzeitig paradox. Kann Versagen zum Glück führen? Aha. Das ist praktisch die Ausgangsfrage. Gut, okay. Oh, das ist interessant. Schon Interesse eingeweckt für mich. Ja, ich freue mich auch darauf, so wenn es rauskommt. Ja, also gut, dann, also wenn das rauskommt, werde ich das unbedingt lesen. Ja. Und Ist zu empfehlen. ja, vielen Dank. Und dann werde ich nochmal wahrscheinlich in diesem Punkt nochmal mit Ihnen zusammen noch ein Interview, wäre auch ganz nett, wenn Sie annehmen. Annyeong. Annyeong. Annyeong.